Zeitreise nach Sparta. Würdest du überleben? Es passiert plötzlich. Ein grelles Licht, ein Sog und du wirst durch die Zeit gerissen. Als du wieder klar siehst, spürst du sofort, hier ist alles anders. Die Luft riecht nach Rauch, Schweiß und Staub. Um dich herum stehen steinerne Häuser, schlicht und hart. Männer in roten Umhängen ziehen vorbei, Kinder laufen barfuß durch die Straßen. Ein alter Mann sieht dich an, mustert dich und flüstert nur ein Wort: Sparta. Willkommen in der gefürchtetsten Stadt Griechenlands. Hier gibt es keinen Platz für Schwäche. Die Frage ist, wirst du hier bestehen oder wirst du schon nach den ersten Tagen untergehen? Kapitel 1: Dein erster Tag in Sparta. Noch bevor du dich umsiehst, merkst du, dass du hier nicht einfach ein Gast bist. Du bist Teil dieser Welt. Du siehst, wie eine Mutter ihr Neugeborenes einem Rat von Ältesten zeigt. Sie prüfen das Kind mit kalten Blicken. Wenn es schwach wirkt, wird es weggetragen, brutal. Aber so entschieden die Spartaner, welche Kinder leben durften. Ein System, das schon damals für Schrecken sorgte. Du selbst wirst in ein schlichtes Haus geführt. Lehmböden, kaum Möbel, eine Matte zum Schlafen. Kein Komfort. Zum Essen gibt es eine dicke Brühe aus Blut, Salz und Essig. Schwarze Suppe. Nährstoffreich, doch für dich kaum genießbar. Am Abend hörst du Mädchen draußen im Hof trainieren. Sie laufen, ringen, werfen Speere. Anders als in Athen sind spartanische Frauen keine Hausfrauen, sondern sportlich, robust und sie besitzen sogar Land. Etwas, das in anderen griechischen Städten unvorstellbar wäre. Doch klar ist, alles hier dient dem Staat. Kinder, Frauen, Männer, jeder hat seinen Platz in einem System, das keine Schwäche erlaubt. Was glaubst du? Wenn schon der Alltag so hart und gnadenlos ist, wie brutal wird dann erst die Agoge sein, die berüchtigte Ausbildung, in der aus Kindern Krieger gemacht werden? Kapitel 2: Die Agoge. Du wirst geformt. Mit 7 Jahren, und für dich gefühlt sofort, wirst du in die Agoge geschickt. Kein Zuhause mehr, keine Eltern, nur du und andere Jungen. Die erste Nacht schläfst du auf einem Schilfbett, das du selbst gesammelt hast. Decke, Fehlanzeige. Kälte kriecht in deine Knochen. Hunger knurrt in deinem Bauch und du weißt, das ist Absicht. Am Morgen wirst du geprügelt, einfach so. Nicht, weil du etwas falsch gemacht hast, sondern weil du lernen sollst, Schmerz ohne Klage zu ertragen. Du wirst losgeschickt, um Essen zu stehlen. Du schleichst dich an eine Vorratskammer heran, Herzrasen, doch du wirst erwischt. Zur Strafe Schläge. Nicht, weil du gestohlen hast, sondern weil du dich hast erwischen lassen. Die Älteren lehren dich, wie man sich in der Wildnis bewegt. Feuer machen ohne Werkzeug, Spuren lesen, Tiere jagen. Alles Training für den Krieg. Abends rezitierst du alte Kriegslieder, lernst von Helden vergangener Schlachten und von der ständigen Gefahr, dass Persien eines Tages nach Griechenland greifen könnte. Hier zählt Cleverness genauso wie Kraft. Dein Körper wird härter, aber auch deine Seele wird geprüft. Was meinst du? Reicht es, clever und stark zu sein? Oder wirst du lernen müssen, dich bis ins Innerste dem System anzupassen, wenn du hier überleben willst? Kapitel 3: Anpassung oder Untergang. Du lernst schnell. In Sparta bedeutet Überleben nicht nur Stärke, sondern Anpassung. Wenn dein Ausbilder dich anschreit, bleibst du still. Widerworte: unvorstellbar. Gehorsam ist hier Überlebensversicherung. Doch Anpassung bedeutet auch, clever zu handeln. Du lernst, wann du sprechen darfst und wann Schweigen besser ist. Abends sitzt du mit den anderen Jungen am Feuer. Da merkst du, wie wichtig Kameradschaft ist. Allein wärst du verloren. Doch im Kreis der Gruppe, beim Teilen von Brot und Geschichten, wächst Vertrauen. Gleichzeitig spürst du ständige Konkurrenz. Wer ist schneller, wer ist härter? Wer kann länger Schmerzen ertragen? Respekt musst du dir täglich neu erkämpfen. Du beobachtest, wie die Älteren Macht ausspielen. Manche durch Stärke, andere durch List. Du lernst, wer klug ist, kann auch in Sparta Gefahren ausweichen. Doch es gibt keine Pausen. Jede Stunde ist Prüfung. Jeder Fehler kann dich schwach erscheinen lassen und Schwäche hat hier keinen Platz. Doch was glaubst du? Bist du wirklich bereit für die eigentliche Feuerprobe, den Moment, auf den all die Qualen und Prüfungen deiner Kindheit hinauslaufen? Deinen Eintritt in die Armee Spartas? Doch bevor es weitergeht, ein kurzer Moment in eigener Sache. Wir sind ein ganz neuer Kanal. Jede Episode, jede Zeitreise kostet uns viel Arbeit und Herzblut. Wenn dir diese Reise gefällt, dann unterstütze uns beim Wachsen mit einem Abo, einem Like und einem Kommentar. So hilfst du uns, noch mehr solcher Abenteuer möglich zu machen. Danke dir. Kapitel 4: Du wirst Krieger. Mit 20 Jahren trittst du der Armee bei. Dein Körper ist hart wie Stein, dein Wille geschärft wie ein Speer. Man gibt dir den roten Umhang,
eine Farbe, die Blut auf der Rüstung verbergen soll. Dein wichtigstes Werkzeug ist das Schild. Denn in Sparta gilt, komm mit deinem Schild zurück oder auf ihm. Es bedeutet Sieg oder Tod, aber niemals Flucht. Du stehst in der Phalanx, der dicht geschlossenen Kampfformation. Dein Schild deckt den Mann links und sein Schild deckt dich. Ein Schritt zu früh, ein Stolpern und die ganze Reihe bricht zusammen. Die Schlacht beginnt. Speere krachen gegen Schilde, Schwerter reißen Fleisch, Schreie hallen. Staub und Blut füllen die Luft. Du kämpfst nicht nur für dich, sondern für Sparta, für den Staat, der dir alles genommen, aber auch alles gegeben hat. Die Älteren erzählen dir von den Persern, einem Reich, das riesig und mächtig ist. Jeder hier weiß, eines Tages könnten sie in Griechenland einfallen. Und dann wird Sparta an vorderster Front stehen müssen. Niemand kennt das genaue Jahr, aber alle bereiten sich darauf vor. Ruhm und Ehre zählen mehr als das eigene Leben. Rückzug, eine Schande, die dich und deine Familie für immer brandmarken würde. Du überlebst die Schlacht, aber du weißt, das war nur eine von vielen. Das Leben eines Spartaners ist Krieg, immer und überall. Doch hast du gedacht, dass die größte Gefahr nur auf dem Schlachtfeld lauert? Oder erkennst du, dass selbst abseits der Kämpfe jeder einzelne Tag in Sparta zu einem ständigen Überlebenskampf wird? Kapitel 5 – Leben unter Dauerprüfung. Der Krieg mag dein Schicksal sein, aber auch der Alltag prüft dich immer wieder. Mit 30 darfst du heiraten, doch selbst dann isst du weiter in den Männerhäusern Seite an Seite mit deinen Kameraden. Deine Familie siehst du nur am Rande. Erst mit 60 endet dein Militärdienst. Die Syssitia, die gemeinsamen Mahlzeiten, sind streng. Einfaches Essen, einfache Regeln. Wer nicht beiträgt, sei es mit Nahrung oder Geld, wird ausgeschlossen. Jeden Tag trainierst du, marschierst, übst. Auch im Alter darfst du nicht nachlassen. Und selbst im Spiel ist nichts leicht. Wettbewerbe sind hart, fast brutal. Und schon Kinder treten in körperlich harten Wettkämpfen an. Dein Körper ist gezeichnet von Narben, dein Geist geprägt von Disziplin. Aber die größte Last ist, es gibt keine Wahl. Dein Leben gehört dem Staat, bis zum letzten Atemzug. Und irgendwann begreifst du, selbst die Stärksten sind hier Gefangene eines Systems, das Härte über alles stellt. Dann spürst du wieder den Sog. Licht umhüllt dich und plötzlich bist du zurück. Das weiche Bett, das warme Essen, eine heiße Dusche. Nach Sparta wirkt alles wie purer Luxus. Du hast überlebt. Aber die Frage bleibt, wie lange hättest du es wirklich ausgehalten? Und was, wenn deine nächste Reise dich ins antike Rom führt, zu Gladiatoren, Arenen und Kaisern? Würdest du auch dort bestehen? Schreib's in die Kommentare. Abonniere und begleite uns auch auf der nächsten Reise in eine andere Epoche. Danke fürs Zuschauen.